Hallo liebe Freunde von scharfen Messern. Lange hat's gedauert. Und ich freue mich wie ein Schnitzel auf das Video heute, weil wir machen heute endlich Teil 3 vom... Das erzähle ich euch nach dem Intro. Heute werden wir schleifen, schwubbeln, polieren, schleifen, weiterschleifen, ätzen und was besonders Cooles fertigstellen, nämlich den Römerdolch Teil 3. Das hier wird das schöne Schätzchen. Erinnert ihr euch noch an das alte Video hiervon? Wir haben ja schon 2 gemacht, wie das bisher entstanden ist. Und jetzt werden wir es heute fertig machen. Und das wird so geil. Wir haben das 2000 Jahre alte Eisen aus der Römerzeit ja hier im Damast verschmiedet. Und jetzt wird ein richtig geiles Messer fertig. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Kommt mit. Aber bevor wir das jetzt hier schön machen, eine Neuerung, die ich euch nicht vorenthalten will, nämlich, schaut mal her, das da ist der Dominik. Hi. Der Dominik ist neu bei uns und der wird in Zukunft die ganzen YouTube-Videos für euch machen. Und ich darf mich darauf konzentrieren, einfach nur Schwachsinn in der Werkstatt mit euch zu machen. Und das finde ich voll geil. Also freut euch auf viele neue Content-Videos, damit es nicht so lahm wird wie in den letzten Monaten. So, was haben wir jetzt gemacht? Erstmal habe ich das mit Korn 150 überschliffen, dass die Zunderschicht bzw. das angebrannte Öl vom Härten runter ist. Dann war die Klinge blank. Dann habe ich sie mit einem noch feineren und noch feineren Schleifband überschliffen. Jetzt sieht sie schon mal richtig schön aus. Guckt euch das mal an. Ja, und jetzt müssen wir irgendwie noch hier drinnen rein. Ich traue mich jetzt nicht mit der Flex da dran zu gehen, weil einmal abrutschen, dann ist es vorbei. Deswegen mache ich das schön von Hand. Obwohl, Flex, komm. Schaut mal genau her. Ihr seht, die Schrubbscheibe ist jetzt rund. Die habe ich mir jetzt rund geschliffen, weil die Hohlkehle von uns ist ja auch rund. Also das muss genau in die Hohlkehle reinpassen. Und das teste ich, indem ich jetzt einfach die Maschine mal nehme, mache hier so lang, fahre manuell. Und jetzt sehe ich ganz gut, ja, die sitzt eigentlich überall ganz gut dran. Und somit müsste sie okay sein. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Das ist alles jetzt so ein bisschen... Der Trick beim Finishen ist folgender. Erstens, benutzt einen Schleifklotz, der fest ist. Holz gibt ein bisschen nach, deswegen nehme ich einen aus Metall. Zweitens, erschafft euch eine relativ kleine Auflagefläche und finisht damit. Dann habt ihr viel mehr Druck, dass die Schleifkörner auch wirklich in das Material reingedrückt werden können. Und dann der dritte Trick ist, benutzt eine Stelle nicht zu lange. Das ist nach 10 Sekunden stumpf, wechselt auf eine frische Stelle vom Band. Deswegen nehme ich immer so einen Streifen, den kann ich dann so Stück für Stück weiterschieben. Und dann geht das auch mit dem Handfinish relativ schnell voran. Ist trotzdem noch eine scheiß Arbeit, aber es wird dadurch erträglicher. Also, was haben wir jetzt hier gebaut? Ein Ultra-Präzisionswerkzeug. Nee, ich muss ja hier irgendwie rein, um das zu finishen in die Hohlkehle. Und um hier in die Hohlkehle reinzukommen, die ist ja hohl, logischerweise, deswegen heißt sie auch Hohlkehle, habe ich mir jetzt einfach mal aus einem relativ weichen Holz, hier ein Stück Fichte, ein Werkzeug gebaut, womit ich gleich die Hohlkehle finishen kann, um das Schleifpapier hier quasi drüber zu bringen. Und jetzt ist nur die Frage, stimmt der Radius mit dem überein? Und da ich das jetzt noch nicht weiß, ist hier Versuch macht klug. Aber das sieht sehr gut aus. Lass mich.
So, ich bin fertig mit Seite 1. Jetzt kommt Seite 2. Ja, der Trick bei der Sache ist, dass man es jetzt mit dem Finish zusammen schon so dünn geschliffen hat. Schaut mal hier, das Ding bleibt schon fast, also an manchen Stellen schon richtig gut, an anderen noch nicht ganz so, aber es bleibt schon fast im Fingernagel stecken. Also es möchte schon schneiden, kann aber noch nicht perfekt. Und jetzt gehen wir bei und schärfen das Ding schon mal vor, dass wir später keine große sichtbare Schleifphase mehr haben, sondern das ist jetzt quasi leicht ballig auf fast 0 runtergeschliffen. Und das ist der Plan hinter der ganzen Nummer. So, zum Schärfen kann ich jetzt ja bei so einer gekrümmten Klinge keine flache Platte nehmen, weil die dann hier in der Luft schweben würde. Deswegen nehme ich jetzt in dem Fall einen Diamantkonus. Den gibt es von DMT bei uns im Online-Shop. Ihr könnt aber auch theoretisch einen Abziehstahl nehmen, nur halt bei der Härte von der Klinge wird das mit dem Abziehstahl nicht so viel. Aber beim normalen Messer könnte man das machen. Mit Diamant geht es halt schneller. Und jetzt gehe ich bei und mache mir jetzt eine ganz dezente kleine Schleifphase da dran. Das ist jetzt noch nicht das finale Schärfen, sondern das ist einfach nur die Vorarbeit, dass ich es nachher leichter habe, ohne dann nochmal vielleicht einen Kratzer reinzumachen. Ja, also für einen Dolch gar nicht so schlecht, oder? So, jetzt müssen wir die Klinge erstmal nehmen und einpacken, damit der nichts mehr passieren kann. Weil wenn ich hier nochmal einen Kratzer dran kriege, dann kriege ich einen an mich. Und deswegen verpacke ich die jetzt schön. Übrigens, fantastisches Werkstattpapier. Ja, findet ihr in rauen Mengen bei uns hier in der Werkstatt. So, ein kleiner Tipp von jemandem, der sich schon tausendmal den Finger gestochen hat. Hier vorne verzwirbeln wir das mal richtig ordentlich, damit die Spitze ein bisschen weniger spitz und scharf ist. Weil wenn man sich hier vorne aus Versehen erwischt, ne? Oh. Jo, jetzt müssen wir machen, dass das da drauf geht. Das ist der nächste Schritt. Ich zeichne mir jetzt erstmal die vordere Kontur von dem Griffstück an, dass ich weiß, wo ich jetzt erstmal grob am Bandschleifer schon mal was wegnehmen kann von der Kontur. Das gleiche mache ich logischerweise auch für hinten. Jetzt sind wir eigentlich fast schon fertig zum Kleben, aber bevor wir es jetzt kleben, werden wir die Klinge ätzen, weil ich möchte nicht das Holz später mit in die Säure reinhängen, deswegen machen wir das jetzt schön vorher, dass die Klinge perfekt ist. Dann kleben wir den Griff dran, dann schleifen wir den Griff fertig, dass hier die ganzen Überstände und so weg sind. Dann schleifen wir ihn feiner, noch feiner, noch feiner, das Ganze wieder von Hand, dann polieren wir ihn, dann schärfen wir die Klinge, sind wir fertig. Fast nichts mehr zu tun. Das war knapp.
Oh, jetzt wird der Kleber ganz schnell fest hier, siehst du das? Der ist jetzt schon so gummiartig. Deswegen, man hat nur bei dem 5 Minuten Epoxy, der heißt 5 Minuten Epoxy, weil man nur 5 Minuten Zeit hat, den zu verarbeiten. Und nach den 5 Minuten wird der dann wirklich ruckzuck fest. Es gibt natürlich auch Epoxy, der braucht eine halbe Stunde oder 24 Stunden oder so. Aber so lange will ich ja nicht warten, ich will ja weitermachen, deswegen 5 Minuten Epoxy. Aber da hast du auch wirklich nur 5 Sekunden, nachdem sich die Komponenten berühren, musst du alles machen. Musst es verrühren, musst alles zusammenbauen, musst alles entfettet haben, muss fertig sein und dann geht nichts mehr. Das finde ich so geil bei Maserbirke. Die polierst du an und bang ist sie da. Ne? So. Katsching. Oh, ist der geil. Der ist schon richtig geil. Jetzt müssen wir das Ding noch schärfen. Oh, ist der geil. So, liebe Freunde, das ist der Römerdolch. Er ist endlich fertig. Nach 3 harten Videos mit diesem bescheuerten Helm. Aber wisst ihr was? Den verlosen wir unter allen Leuten, die hier unter dieses Video einen Kommentar drunter schreiben. Sagt uns, wie euch das Video gefallen hat, wie das ganze Projekt euch gefallen hat, ob ihr mehr Damast sehen wollt, ob ihr mehr Messer sehen wollt, was wollt ihr überhaupt von uns sehen. Jetzt, wo der Dominik da ist, können wir Vollgas geben mit geilen Videos. Also, abonniert am besten unseren Kanal, das geht hier oben und da drüben findet ihr das andere Video vom Römerdolch, wo die Dreierreihe anfängt und auch noch, was wir sonst so hier in der Messerschmiede machen. Bis bald, meine Lieben.